Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch unsere Dickfix-Platten vor. Einige von euch kennen sie ja bereits schon aus den Starter-Sets und wir bieten diese halt an für diese gängigen Größen von den Ameisenfarmen oder auch Arena-Einsätze. Ja, die werden ganz einfach von oben in diese Farm oder in den Arena-Einsatz eingeschoben. Und wir bieten sie halt auch an in diesen Stärken, also das ist hier das Besondere, SML, also 6, 10 und 20 Millimetern. Die Ameisen können hier eigenständig, nach ihren eigenen Bedürfnissen, ihre Kammerngänge anlegen, ohne dass diese bei Erschütterungen einstürzen. Die Kammerngänge sind für den Ameisenhalter gut einsehbar, ja, so dass man hier das Nestleben wunderbar beobachten kann. Die Dickfix-Platten können für trockene, aber auch für feuchte Habitate sowie für in Erdnest grabende als auch für in morschen Holz lebende Ameisenarten verwendet werden. Sie können daher trocken, also ohne Befeuchtung verwendet werden, sind aber auch feuchtigkeitssaugend bzw. speichern die Feuchtigkeit. Ja, wenn so ein Starter-Set zu voll wird, das heißt, dass die darin lebende Kolonie kaum noch Platz hat, muss so eine Anlage natürlich auch erweitert werden. Und wir haben für euch jetzt hier so ein Beispiel nochmal aufgebaut. Das ist so eine Messer-Barus-Kolonie. Die würde so jetzt nicht mehr so ein Starter-Set passen. Wir haben hier einfach so zwei größere Farmen nochmal verwendet. Das sind jetzt hier 30 x 30. Und die haben dann drinnen jetzt auch diese Dickfix-Platten. Und man kann hier wunderbar beobachten, wie die Tiere hier ihre Kammerngänge anlegen. Ja, also was man hier ganz gut sieht, also wir haben ja diese beiden Ameisenfarmen in der Größe M und L, ist auch so ein bisschen die unterschiedliche Gangbauweise. Ja, also bei der Ameisenfarm der Größe M, also Breite M, die halt nur 10 mm Plattenabstand hat, da kann man halt beobachten, dass die Ameisen die ganzen Kammerngänge halt wirklich beidseitig frei so gegraben haben. Also ich habe wirklich beidseitig diesen Einblick. Im Gegensatz zu den Ameisen, die jetzt hier in der Ameisenfarm mit der Größe L, also mit 20 mm Plattenabstand ihr Nest in diesen Dickfix-Platten gegraben haben, da kann man beobachten, dass hier diese ganzen Kammerngänge nicht immer komplett durchgängig sind. Also man sieht dann immer so einen Teil den Gang und dann gibt es immer diese kleine Unterbrechung. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied, den man auf jeden Fall da beobachten kann. Also deswegen muss man auch immer bei den Ameisen darauf achten, dass man die passende Größe hat. Wenn ihr eine leere Ameisenfarm oder einen leeren Arena-Einsatz habt, könnt ihr die Dickfix-Platten sofort reinschieben. Es ist keine Granulatschicht oder andere Vorbereitung nötig. Die Dickfix-Platten sollten sehr langsam und vorsichtig eingeschoben werden, da das Material sehr brüchig ist. Bei der Ameisenfarm gibt es im unteren Bereich Zugänge, die mit einem Stopfen versehen sind. Achtet beim Einschieben der Dickfix-Platte darauf, dass der Stopfen nicht im Weg steht und dadurch die Platte blockiert. Je nachdem, welche Ameisenart für das Set vorgesehen wird, muss das Nest befeuchtet werden. Dazu entfernt man kurz die Kappe der Ameisenfarm und gibt ein paar Tropfen Wasser über eine Pipette in die Ameisenfarm. Bei der Erstbefüllung ohne Tiere kann man dazu auch einfach den Farmdeckel oben abnehmen. Achtet darauf, dass keine Abfälle oder Futterreste der Tiere im dauerfeuchten Bereich lagern, da dieses dann zur Schimmelbildung führen kann. Ja, auch hier hoffe ich, dass euch dieses Produkt hier soweit gefallen hat und dass es auch für eure Ameisenhaltung sehr hilfreich ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.